Tag. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wie gesagt, geht es heute um die Befestigung des Swingaways, also sprich der Gepäckaufbewahrung hinten am Bus. Haben wir ja schon in der Roomtour gezeigt. Und ja, wen es interessiert, einfach dranbleiben. Wir werden das jetzt montieren. Ich habe schon mal angefangen. Kommt mal mit. So. Und zwar haben wir die Stoßstange abmontiert. Die beiden Halterungen der Stoßstange kommen noch weg, also sprich diese und diese. So, und anstelle dessen kommt dann eben eine Anhängekupplung ran, und an der Anhängekupplung ist sozusagen dann die Gepäckaufbewahrung befestigt. Ja, und viel Spaß beim Zukicken, und wenn es euch Spaß macht, sagen wir euch auch noch, wo ihr sowas machen könnt. Allererst habe ich die Stoßstange abgemacht und jetzt machen wir die beiden Halterungen ab. Ist einfach unten drunter 19er Schlüssel und weg damit. So, also die beiden Halterungen sind ab. Jetzt kommt die Stoßstange daran. Und an der Stoßstange, wie Dominik schon berichtet hat, haben wir jetzt hier an der Seite die Halterung dran, und an diese Halterung kommt später die Aufhängung dran. Das macht man nicht mäßig drin, und das ist auch einigermaßen Flut. Naja, und hier, um es anzupassen, dann mit Wagenheber, damit wir die letzten Zentimeter hochkriegen. So, jetzt mal die Ausschnitte rein für die sozusagen für die, wie heißt das denn gleich? Wie würdest du sie denn nennen? Scharniere. Ja, für die Scharniere von der, und die Aufhängung für diese Swingaways, und die müssen jetzt in die Stoßstange reingeschnitten werden. So, die Löcher, die Ausschnitte für die Scharniere sind angezeichnet. Jetzt schneiden wir das raus, und dann können wir die Stoßstange wieder montieren. So, geschnitten ist, jetzt wird noch rausgehämmert. Was mit Präzision. Jetzt sind wir ungefähr auf Position mit der Bohrung, so ungefähr auf jeden Fall mal. Jetzt machen wir noch den Ausschnitt hier oben für den Gegenhalter und unten für die Anhängerkupplung. Wunderbar. Das muss ja auch ganz dran kriegen. 2 cm ungefähr.
Aussparung fürs Scharnier, Aussparung für die Halterung und Aussparung für die Anhängerkupplung. Und damit sitzt die alte Stoßstange wieder da, wo sie hingehört. Schön entgraten. So, natürlich alle Scharniere oder alle Ausschnitte werden schön gepinselt, damit wir am Ende natürlich auch keinen Rost haben. Jo. Sieht ja fein aus hier. Okay. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Kantenschutz. Upsala, sieht man mich ja hier im Bild. So, jetzt kommt der Kantenschutz auf die gerade eben entgratete und geschnittene Kante, aus der später die Scharniere rauskommen, damit es auch schön aussieht. Wenn's mal ist. Wir haben uns entschieden, dass wir eine Mutter hinten an die Stoßstange anschweißen, damit wir in Zukunft die Schutzkappen der Stoßstange auch von außen entfernen und wieder anschrauben können und dafür nicht die gesamte Stoßstange entfernen müssen. Und Heckträger. Ja, und den Heckträger. Ja, cool. So, jetzt kommt der große Augenblick. Wir haben den ersten schon montiert. Hinten am Scharnier. Hier ist er. So, beweglich. Hinten zum Dransetzen. Ich sage ja, hier werden sie geholfen. Unglaublich, wunderschön. Ich freue mich. So, auch der zweite ist montiert. Jetzt haben wir die Halterung montiert, um den später festzuzurren. Und zwar damit. Zu schön. Pulverbeschichtung ist voll hart, gell? Jetzt bin ich erst durch. Jetzt bin ich erst durch. Echt? Ja, ist echt Cool. zäh. Ich habe noch nie was Pulverbeschichtet geht. Ich habe den dann auch gefragt und er hat gemeint, nee, Pulverbeschichtung ist schon härter wie Lack.
So, wir sind fertig. Also hinten dran eine dicke Kiste, ein Reserverad, obendrauf noch Platz für die beiden Sandbleche. Sieht auch von der Seite richtig cool aus. Der Reservekanister ist fest, abschließbar. So, und guckt euch das an. Eine absolut gerade Linie. Wunderschön geworden. Ja, Dominik ist der Beste.